Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit Lars F. Korsten. Natürlich hier wieder eine frisch gepresste Sendung aus der Lounge auf dem Weg nach Los Angeles. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, passen natürlich zum Thema. Einmal Lufthansa, die Buden nach Nordamerika sind nicht voll oder soll man sagen leer. Dann haben wir als erstes Thema, Lufthansa verschiebt trotzdem nochmal die Dubai-Flüge wegen Sicherheitslage. Wir haben zwei Promotions, einmal von den lustigen Flying Blue, da gibt es einen Sale mit 80% Bonus, und Aegean, die haben einen Sale, das ist nochmal aufgelegt worden, und zwar minus 30%. Aber gucken wir uns an, ob es nur Economy-Class-Flüge gibt. Ja, ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und zu abonnieren und aufs Cool zu kommen. Das erste Thema, was wir haben, ist Dubai. Lufthansa verschiebt die Wiederaufnahme der Dubai-Flüge. Es sollte ja eigentlich wieder losgehen ab 1. Juli. Jetzt geht es aber weiter auf den 11. Juli. Dann Hintergrund ist natürlich die Sicherheitslage im Nahen Osten. Da ist noch immer nicht alles in trockenen Tüchern. Man wartet eigentlich drauf, wie sich da die Kontrahenten einigen. Tel Aviv kann vielleicht früher angeflogen werden. Da sagt man frühestens ab 1. Juli. Reisewarnung für Vereinigten Arabischen Emiraten ist weiterhin aktiv. Also da ist man dann quasi bei der Bundesregierung auf derselben Schiene. Die unsichere Waffenruhe zwischen USA und Iran und Risiko für den Flugverkehr und Sicherheit bleibt weiter hoch. Man sieht es ja auch an Emirates, die fliegen ja selber. Die hohe Unsicherheit schlägt sich in der Netzwerkplanung natürlich nieder. Wir können halt als Fazit natürlich einmal sagen, dass der Golf immer noch ein Risikomarkt ist, weil die Lage nicht stabil ist. Und man sieht auch, wie flexibel die Planung sein muss, weil die Emirates und andere Fluggesellschaften da ja im Prinzip ja alles erlauben, zu verschieben und so weiter und so fort. Entschuldigung. Auch die Frage ist natürlich, ob Emirates davon langfristig profitieren kann, beziehungsweise sich profilieren kann, wenn Hansens nicht fliegen. Die Sicherheit ist natürlich ganz klar und schlägt halt die Nachfrage, und Lufthansa kann man jetzt wieder sagen, sie sind konservativ, aber ich denke mal, in so einem Fall ist konservativ eher richtig, weil sie das Glück haben, dass sie nicht wie Emirates fliegen müssen, können sich auf andere Themen dort ausruhen. Aber es hat auch Auswirkungen, werden wir beim nächsten Thema besprechen. Aber ihr könnt erst die Frage des Tages beantworten, und zwar, würdet ihr aktuell Flüge in den Nahen Osten überhaupt buchen? Beim nächsten Thema geht es um die USA. Ich selber fliege ja mehrfach pro Jahr in die USA aus Gründen. Und einige Lufthansa-USA-Strecken haben überraschend niedrige Auslastungen. Besonders betroffen München-Routen und einzelne Frankfurt-Verbindungen. Der 380er schlägt da knallhart ins Kontor, muss man sagen. Zum Beispiel die durchschnittliche Auslastung ist nur bei 83,6%. Minneapolis mit 56,1%. Der 380er drückt natürlich den Lead-Faktor. Neues Ziel, zum Beispiel St. Louis, sind stabil über 82%. Konkurrenz durch Direktflüge der US Airlines, die halt direkt fliegen, ist ganz klar. Aber auch die Frage, ist der 380er ein Fehler oder ist das einfach jetzt nur der Zeit geschuldet und das kommt wieder? Und sind Hubs wie München langfristig unter Druck? Zumal man ja in Frankfurt mit Hansens so ein bisschen auch Stress hat, weil Hansens ja den T-Stil machen möchte in München und damit man gesagt hat, man kann nur mit einem wachsen, mit einem Standort, und das wäre dann München, nicht Frankfurt. Wird die Lufthansa eventuell auch Strecken streichen oder vielleicht nur Frequenzen zusammenstreichen? Fazit ist natürlich, dass Auslastung klarerweise auch ungleich Profitabilität ist, muss man immer wieder sagen. Netzwerk wird sich aber weiter anpassen müssen. Und der Grund kann natürlich auch sein, dass es da keine Weiterflüge gibt. Das heißt also, dass die Passagiere die Direktflüge lieber nehmen, weil sie sagen, hey, ich möchte in Deutschland nicht umsteigen. Kann auch eine Auswirkung des Streiks sein. Man weiß es alles nicht. Oder wie seht ihr das? Deshalb die Frage des Tages für euch. Und zwar, würdet ihr lieber direkt fliegen oder über einen Hub wie München oder Frankfurt? Ja, beim Eierfranken KLM, da gibt es eine Promotion Flying Blue.
Und zwar, da bietet man aktuell 80% Bonus oder 45% Rabatt auf Meilenkäufe. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai diesen Jahres. Preis liegt bei ca. 1,38 Cent pro Meile. Zugang zu Air France La Première nur über Flying Blue. Stopover jetzt möglich. Dynamische Award-Preise, die steigen. Das ist das Problem. Und lohnt sich der Meilenkauf unter diesen Voraussetzungen oder sagt ihr, schwierig, was da abgeht? Und dann weiter natürlich auch, wird Flying Blue einfach auch zu teuer, genau wie Lufthansa. Haben sie sich einfach herauskatapultiert. Man könnte natürlich Lufthansa auch sagen, ihr könnt die Meilen-Tickets machen und ordentliche Co-Pays machen, dann kommen die Leute auch wieder. Aber so ist halt die Loyalität im Arsch. Ich sag's so, wie es ist. Naja, auf jeden Fall ist die gute Aktion von Air France KLM mit 80% auf 45 Bonus. Aber mit Strategie ist es nur sinnvoll, weil vorher wird es einfach manchmal vielleicht nur dumm, wenn man keinen Use Case hat. Also blind kaufen macht es nicht. Also wie immer, denkt an meinen alten Spruch, burn while you earn aus der Meilen-Community, den wir aus dem letzten Jahrtausend noch haben. Also keine Meilen da auf Halde legen, weil man Spaß dran hat. Ja, kauft ihr aktiv Meilen oder sammelt ihr nur Meilen, ist Kauf für euch keine Option. Auch wer eine Promotion hat, ist Aegean. Die bieten jetzt kurzfristig Rabatt von 20-30% auf Griechenlandflüge, buchbar bis zum 15. Mai. Reisezeitraum 8. Juni bis 8. Juli. Bis zu 30% geht für Europa inklusive Skandinavien, nur Economy Class leider. Bei der Business Class sind sie immer ein bisschen kniepig. Steuern sind auch nicht reduziert. Und man kann natürlich sagen, klassischer Sale zur Auslastungsoptimierung, also bei denen ist auch nicht alles Gold, was glänzt, und kein außergewöhnlich starker Deal am Ende des Tages ist halt, weil es halt nicht auf die Steuern ist, halt, Ihr könnt die Frage dazu auch beantworten, wartet ihr auf Sales oder bucht ihr früher? Als Gesamtfazit für die Sendung kann ich heute nur zusammenfassen, Geopolitik beeinflusst die Airlines immer wieder und immer weiter, also das wird immer ein Teil des Businesses bleiben. Weiter ist es so, dass die USA natürlich ein Kernmarkt bleibt, aber im Moment schwächelt und wachsende Konkurrenz hat. Durch die Direktflüge Loyalty-Programme werden immer wichtiger für Einnahmen für die Programme und dadurch verlieren sie halt ihren Charakter vollends. Airlines kämpfen stärker mit Kapazitätssteuerung, aber auch so werden wir von kurzfristigeren Sales wahrscheinlich profitieren. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch wie immer auf School zu kommen und dort die Fragen des Tages zum Beispiel zu beantworten. Und zwar würde ich einfach mal sagen, Frage des Tages nehmen wir, würdet ihr überhaupt in den Nahen Osten fliegen? Das wäre eine Frage, die ich ganz wichtig empfinde. Und die anderen Sachen, Lufthansa und die leeren Flüge, wären mein Dienst vielleicht eine Lösung, beziehungsweise wie seht ihr die Lage am amerikanischen Horizont bei Lufthansa? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ich freue mich, euch dann demnächst wieder zu sehen. Bis dann. Ciao.